Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch, wie einfach man diese vegane saure Sahne herstellen kann, die als gesunde Alternative zu herkömmlicher, säurebildender saurer Sahne dient, die zum einen von ungesunden Tieren aus der Massentierhaltung stammt und zum anderen immer wärmebehandelt, also stark verarbeitet ist, sodass die ehemals guten Eigenschaften einer sauren Sahne aus roher Milch nicht mehr vorhanden sind. Die vegane Alternative in diesem Fall ist nicht nur sehr gesund, sie schmeckt auch ganz vorzüglich und man kann sie kaum von herkömmlicher Sahne unterscheiden. Und zwar brauchen wir dafür vor allem erstmal Cashewnüsse, darauf basiert diese saure Sahne. Ich habe mir gleich hier ein ganzes Paket mit 2 Kilogramm Cashewnüssen besorgt, weil sie in dieser Menge sehr viel günstiger sind, als wenn man sie jetzt einzeln kaufen würde. Und zum anderen kann man so viele tolle Rezepte mit Cashewnüssen herstellen. Wie zum Beispiel die rohe vegane Milch daraus. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Jetzt füllen wir eine Kaffeetasse mit diesen Cashewnüssen und die werden dann in Wasser eingeweicht für mindestens 2 bis 3 Stunden. Gesundheitlich besser wäre es allerdings, sie über Nacht einzuweichen, weil dann alle Antinährstoffe, wie vor allem auch die Phytinsäure und die Lektine, abgebaut werden, denn diese hindern den Körper daran, Nährstoffe aufzunehmen. Und durch das Einweichen werden dann die Nüsse in leichter verdauliche Einheiten aufgespaltet. Nach der Einweichzeit werden dann die Nüsse nochmal kurz hier unter fließendem Wasser durchgespült und dann sind sie bereit für die weitere Verarbeitung. Gut wäre es immer bei solchen Rezepten, wenn man einen richtig starken Leistungsmixer hätte, wie zum Beispiel den Vitamix, denn dadurch bekommt man die besten Resultate. Hier haben wir jetzt einige Kräuter hier von meinem Balkon, also frische Minze, Basilikum, Petersilie und auch frischer Koriander. Die werden wir dann später klein hacken und die kommen dann später in die fertige saure Sahne. Jetzt werden wir eine Bio-Zitrone hier pressen, denn wir brauchen den Saft von einer ganzen Bio-Zitrone hier für diese saure Sahne. Mit dieser tollen Presse übrigens wird auch der letzte Saft aus der Frucht herausgepresst. Sie ist wirklich sehr nützlich, auch super geeignet für Orangensaft zum Beispiel. Die Schalen hebe ich hier auf, denn die ziehe ich am nächsten Morgen dann durch meinen Slow Juicer, wenn ich meine grünen Säfte presse. Denn in der Schale sitzen die meisten Vitamine. Jetzt kommen die eingeweichten und durchgespülten Cashewnüsse in den Vitamix. Dann gebe ich noch 2 große Knoblauchzehen hinzu. Also ich möchte sozusagen eine Art Tzatziki daraus machen. Dann kommt noch Himalaya-Salz und frisch geschossener Pfeffer als Gewürz hinzu. Und letztendlich dann den eben frisch gepressten Bio-Zitronensaft. Der sorgt eben am Ende für diese milde Säure, die wir dann in der sogenannten sauren Sahne haben möchten. Dann kommt noch die 3/4 Menge solch eines kleinen Glases an destilliertem Wasser hinzu. Man muss eben aufpassen, dass man nicht zu viel Wasser hinzugibt, also lieber zuerst etwas zu wenig Wasser geben. Und wenn es zu trocken sein sollte, dann könnte man immer noch ein bisschen mehr Wasser dazugeben. Und die Konsistenz soll ja relativ dickflüssig sein, wie das eben saure Sahne oder Schmand so an sich hat. Und hier sehen wir auch schon das köstliche Ergebnis, wie lecker das aussieht. Also die Konsistenz ist eigentlich genau richtig, Mashallah. Die saure Sahne ist sozusagen auch schon fertig. Jetzt könnte man sie aber natürlich noch mit diesen frischen Kräutern verfeinern und sozusagen ein Tzatziki daraus herstellen. Oder einfach einen köstlichen Cashew-Dip, wie ich ihn jetzt hier in diesem Fall bezeichnen würde, den man zum Beispiel für selbstgemachte Gemüsecracker benutzen könnte oder für fermentierte Gemüsesticks. Oder auch für gesunde vegane Linsenbratlinge. Der Fantasien sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn man keine frischen Kräuter zur Hand hat, kann man auch einfach getrocknete, also gefriergetrocknete Bio-Kräuter nehmen. Die haben genau den gleichen Effekt dann. Und sie hier in diese leckere Creme hineinmischen. Ja, und damit ist auch dieser leckere Dip schon fertig. Der schmeckt sowas von lecker. Ich habe sämtliche meiner Gemüsecracker damit zusammen verzehrt. Und weil ich davon nicht genug bekommen konnte, habe ich gleich am nächsten Tag nochmal solch einen Dip hergestellt, um ihn dann ebenso in kurzer Zeit zu verzehren. Cashewkerne sind übrigens äußerst vitalstoffreiche und wohlschmeckende Kerne. Mit fast 20% Eiweiß zählen sie überdies zu einer sehr hochwertigen pflanzlichen Proteinquelle. Auffallend ist der hohe Gehalt an L-Tryptophan, jener Aminosäure, die im Körper zur Herstellung des Glückshormons Serotonin benötigt wird. Studien haben außerdem gezeigt, dass Cashewkerne beim Abnehmen helfen können, den Cholesterinspiegel senken und das Herz schützen. Da Cashewkerne zudem interessante Mengen B-Vitamine enthalten, die als nervenstärkend gelten und im Falle des Vitamin B6 sogar Symptome bei Depressionen verringern können, dürfen die kleinen Kerne als ideale Nervennahrung bezeichnet werden.
Cashewkerne sind auch sehr reich an Vitaminen. So stecken in ihnen große Mengen an B-Vitaminen wie B1, B2, B5, B6, aber auch Vitamin E und Vitamin K. Auch in puncto Mineralstoffgehalt können Cashewkerne absolut überzeugen. So steckt in ihnen eine Menge Magnesium, aber auch Kalium, Phosphor, Kupfer, Zink und Eisen. Ja, und wie gesagt, senken sie eben den Cholesterinspiegel und schützen das Herz. Und weil sie auch einen so relativ mild süßen Geschmack besitzen und auch eine ziemlich weiche Konsistenz, kann man aus ihnen so tolle Rezepte zaubern, wie zum Beispiel eben die vegane Milch oder diese tolle Sahne, ohne dass ein Trester entsteht, wie zum Beispiel bei den Mandeln, die man absieben müsste. Stattdessen lösen sie sich vollständig auf und der milde, leicht süßliche Geschmack erinnert stark an die herkömmlichen Milchprodukte, sodass man kaum einen Unterschied schmeckt. Deshalb stellen für mich Cashewmilch und Cashewsahne die ideale Alternative für die heute meist ungesunden, weil stark verarbeiteten tierischen Produkte dar. Damit wünsche ich euch gute Gesundheit, viel Erfolg beim Nachmachen. Vergesst nicht, dieses Video zu teilen, wenn es euch gefallen haben sollte. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.